Das ist Regina Lakow. Sie hat ihre Karriere aufgegeben, um sich einen Traum zu erfüllen. Die Podcast-Idee kam dann nach und nach eigentlich dadurch, dass ich selbst so viel Podcasts gehört habe. Ihr Podcast #Impact entstand aus einem Wunsch nach Veränderung und gehört mittlerweile zu den Top 5% weltweit. Regina wächst in Wien auf und träumt davon, auf der Bühne zu stehen. Ich wollte eigentlich Schauspielerin werden nach dem Abschluss des Gymnasiums und das hat nicht geklappt. Ein Plan B ist schnell gefunden. Regina setzt auf ihre Sprachbegabung und studiert Sinologie. Da war Chinesisch eine Option. Also das war eigentlich noch sehr ungewöhnlich, zu dieser Zeit jetzt als Österreicherin Sinologie zu studieren. Nach dem Studium arbeitet Regina für eine renommierte Organisation in Shanghai und Peking und leitet nach kurzer Zeit ein Programm für internationale Beziehungen. In Peking lernt sie auch ihren heutigen Ehemann Peter kennen, einen gebürtigen Schweden. Und ich hätte dort mit meinem bisherigen Beruf eigentlich weitermachen können wie bisher, aber da war so dieses Gefühl, dass ich meine Talente nicht wirklich so einsetze, wie ich es könnte. Von diesem Gefühl geleitet, gibt Regina ihren Job auf und übersiedelt mit ihrer Familie nach Hongkong. Während ich einem anderen Podcast zugehört habe, bin ich gerade die Hollywood Road in Hongkong hinuntermarschiert und habe mich gefragt, wer ist dieser Typ, der diesen Podcast macht, dem ich da die ganze Zeit zuhöre? Und könnte ich auch so einen Podcast starten? Und das war so der Startschuss für mich zu sagen, okay, ich lerne mir das jetzt und ich möchte selber auch rausgehen mit einem Mikrofon, mir selber eine Stimme geben, aber auch anderen Menschen eine Stimme geben, die ich dann mit meinem Podcast vor das Mikrofon hole. Mit der Vision, Themen anzusprechen, die ihr am Herzen liegen, gründet Regina 2017 den Podcast #Impact. Und das war unglaublich bereichernd, zu sagen, ich melde mich einfach bei Organisationen, die ich spannend finde, die tolle Dinge in die Welt bringen. Und ich spreche jetzt mit der Gründerin, mit dem Managing Director. Ich frage an, ob die gerne ihre Arbeit vorstellen wollen auf meinem Podcast. Und das war so eine gute Entscheidung, weil ich dadurch eigentlich vom ersten Interview an mein Netzwerk genau in dem Bereich aufgebaut habe, das ich aufbauen wollte. Innerhalb weniger Monate wird der Podcast in renommierten Medien in Hongkong erwähnt. Meinen Podcast bekannt zu machen, war eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe, als ich den Podcast gestartet habe, wirklich nur Menschen eingeladen, die in Hongkong aktiv sind. Somit war es ein Podcast geboren in Hongkong, für Menschen in Hongkong, die sich für Themen in Hongkong interessieren. Regina wird eingeladen, bei Veranstaltungen wie TEDx zu sprechen. Ihr Podcast wird mehrfach ausgezeichnet. Als eine der ersten englischsprachigen Podcasterinnen Chinas wird sie zum Role Model und gibt ihr Wissen weiter. Die Idee, anderen dabei zu helfen, einen Podcast zu starten, kam, ich würde sagen, ein paar Wochen nach meinem eigenen Launch. Leute haben sich dafür interessiert und Menschen kamen auf mich zu und haben gefragt, du, ich möchte eigentlich auch gerne einen Podcast starten. Wie macht man denn so etwas? Sie bietet ihr Coaching kostenlos an und setzt auf analoge Beratung. Ich hatte da auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass Menschen wussten, wenn sie gerne podcasten möchten, dann sprich mit der Regina. Und ich habe mich wirklich mit denen in Kaffeehäusern getroffen, mit meinem Computer und habe ihnen gezeigt, wie man eine Datei schneidet. Reginas Podcast wird immer bekannter und zieht auch die lokale Wirtschaft an. Der Moment, wo ich wusste, dass das, was ich hier aufbaue, auch ein Unternehmen sein kann, war der Moment, als eine Zuhörerin auf mich zukam, die selbst ein Unternehmen führte und sagte, Regina, wenn du mal Sponsoren in deinem Podcast einladest, dann bitte gib mir Bescheid, weil ich würde gerne ein Sponsor sein für deinen Podcast.
Neben der Finanzierung des Podcasts erkennt Regina nun auch das unternehmerische Potenzial ihres Coachings. Da war eine Webseite für den Podcast, da war schon ein Auftritt da, wo Menschen mich kontaktieren konnten und wo ich schon so ein tolles Portfolio auch vorgestellt habe mit meinen eigenen Podcasts. Das, was ich dann noch hinzufügen musste, war dann einfach eine Spalte in meiner Webseite, wo ich dann dazu geschrieben habe, Work with me. Aus der Podcasterin wird die Unternehmerin Regina Lako. Sie professionalisiert ihren Webauftritt und arbeitet an ihrem Branding. Ich kann mich erinnern, dass ich die ersten Wochen sehr lange herumgespielt habe mit Schriftarten. Professionalisiert hat sich das Ganze dann mit meinem Business Coach. Also mit meinem Business Coach habe ich dann auch die bestimmte Formulierungen auf der Webseite erarbeitet. Alles, was die Werte, die Mission, der Purpose, all das hat sie mir auch geholfen, noch klarer zu formulieren, damit Menschen auch wissen, woran sie sind, wenn sie sich jetzt mit einem Podcast beschäftigen, der auch einen Impact machen möchte. Mit Hilfe ihres Business Coaches denkt Regina bald auch an Skalierung. Der Schritt, der mich dann dazu gebracht hat, diese Services auch international anzubieten, war dann mein eigener Business Coach, die mich mit einer Frau in Norwegen vernetzt hat, die auch gerne einen Podcast starten wollte. Das war für mich der Startschuss, dann auch meinen Online-Kurs zu bauen. Das Umdenken kommt zur rechten Zeit. Regina ist inzwischen Mama von 3 Kindern. Die Auswirkungen der Pandemie führen dazu, dass die Familie Hongkong hinter sich lassen muss. Ihr Ziel: Reginas Geburtsstadt Wien. Während sich vor allem die Kinder an die neue Umgebung und die neue Sprache gewöhnen müssen, bedeutet der Umzug auch eine Veränderung für Reginas Business. Denn eine Community im deutschsprachigen Raum gibt es anfangs nicht. Ich bin wahnsinnig stolz auf uns als Familie, wie wir hier in Wien jetzt auch so ein Zuhause aufgebaut haben. Und gleichzeitig bin ich sehr stolz darauf, dass ich als Unternehmerin auch hier einen Weg gefunden habe, wieder diese Kontakte zu knüpfen. Also ich finde, das ist einfach das Allerwichtigste, sich Zeit zu nehmen, auch rauszugehen, auf Veranstaltungen zu sein, Menschen kennenzulernen und ihnen davon zu erzählen. Regina Lakos unternehmerische Reise hat gerade erst begonnen. Mit Geduld, Beharrlichkeit und viel guter Laune arbeitet sie stets daran, ihre Vision zum Leben zu erwecken, aus #Impact eine globale und verantwortungsbewusste Bewegung zu machen. Und jenen Stimmen Gehör zu verschaffen, die oft im Lärm des Alltags untergehen.